Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diesen flauschigen Pullover mit mir zu häkeln. Ich habe hier ausnahmsweise mit einer fixen Maschenzahl gearbeitet, da die Anleitung sonst zu kompliziert geworden wäre. Wählt also bitte möglichst ähnliches Material wie ich, beziehungsweise passt die Nadelstärke so an, dass die Anfangskette dem angegebenen Maß ungefähr entspricht. Eine Maschenprobe findet ihr im Video. Kleinere Größen können zum Beispiel eine Häkelnadel Nummer 4 verwenden und größere Größen eine Häkelnadel Nummer 4,5. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50. Das verwendete Material findet ihr auf einer Textseite im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Viele wunderschöne, von mir persönlich handgefertigte Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Online-Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel Nummer 4 mm. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Auf welche Maße ihr kommen müsst und wie ihr eine Maschenprobe machen könnt, erkläre ich euch in der nächsten Einstellung. Denn ich arbeite hier mit einer fixen Maschenzahl. Wir machen eine Anfangsschlinge. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche ein, hole den Faden durch. Ich ziehe ihn nur durch eine Schlaufe durch. Das ist sozusagen die Luftmasche. Und dann durch die anderen 2. Das ist die feste Masche. Jetzt gehen wir zurück bis zum Querfaden. In diesen stechen wir ein, holen den Faden durch. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. 2 Fäden zurück, in den dritten Faden stechen wir ein, holen den Faden durch, maschen eine Schlaufe ab und dann die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die anderen 2. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht und ich mache 98 feste Maschen und das sollten ungefähr zwischen 59 und 69 cm sein. Kleinere Größen näher bei 59 cm, größere Größen näher bei 69 cm. Und wenn das gar nicht passt, bitte das Material entsprechend anpassen. Und wenn ich 98 feste Maschen gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 98 feste Maschen angeschlagen. Die schönen Maschen sind im Moment unten und wir geben die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind und wir schließen in die erste feste Masche zur Runde.
Wir häkeln 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Das ist eine halbe Zunahme. Hier kommt am Ende der Reihe noch ein Stäbchen dazu. Jetzt häkeln wir 32 Stäbchen. Und dabei werden diese 2, die wir schon gemacht haben, nicht mitgezählt. Hier ist die Zunahme und 32 Stäbchen häkeln wir dazu und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 32 Stäbchen gehäkelt. Die ersten 2 dürfen dabei nicht mitgezählt werden. Jetzt folgt eine Zunahme und eine Zunahme besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgt ein Ärmel. Wir lassen die nächsten 2 Maschen aus und häkeln in die 3. Masche 5 Stäbchen in eine Masche. Jetzt lassen wir 4 Maschenköpfe aus und in die 5. Masche häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 4 Maschen aus und in die 5. Masche noch einmal 5 Stäbchen in eine Masche. Das sieht so aus. Wir haben 3 solche 5er-Gruppen. Hier haben wir 2 Maschen ausgelassen, hier 4, hier auch 4. Jetzt lassen wir wieder 2 Maschen aus und häkeln eine Zunahme mit 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt häkeln wir wieder 32 Stäbchen nach dieser Zunahme. Die Zunahmestäbchen werden nicht mitgezählt. Und wenn ihr 32 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 32 Stäbchen nach der Zunahme gehäkelt. Jetzt folgt wieder eine Zunahme und die besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt folgt der zweite Ärmel. Wir lassen 2 Maschen aus und in die 3. Masche häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 4 Maschen aus und in die 5. Masche häkeln wir wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen wieder 4 Maschen aus und in die 5. Masche häkeln wir ein 3. Mal 5 Stäbchen in eine Masche. Jetzt bleiben 2 Maschen übrig, bis wir zum runden Übergang kommen. Und hier haben wir am Anfang nur 2
Stäbchen in eine Masche gemacht. Das bedeutet, wir brauchen noch ein drittes und das häkle ich hier in diese kleine Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen. Und dann schließe ich in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. So haben wir auch hier eine Zunahme. Das Ganze sieht so aus. Ihr müsst schauen, dass das Ganze nicht in sich verdreht ist beim Schließen der Runde. Wir haben hier die 2 Ärmel, die im durchbrochenen Muster gehäkelt werden und hier ein Vorder- bzw. Rückenteil und 4 Zunahmestellen. Und wir häkeln wieder 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen. Das dritte Stäbchen kommt wieder am Ende der Runde dazu. Jetzt ist es ganz wichtig, das nächste Stäbchen hat einen nicht so schönen Maschenkopf. Das ist das zugenommene Stäbchen aus der Vorreihe. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Wir müssen auf dieses Stäbchen ein Stäbchen häkeln und bis zur nächsten Zunahme, bis zum mittleren Stäbchen, müssen sich genau 34 Stäbchen ergeben. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe nach diesen 2 ersten Stäbchen 34 Stäbchen gehäkelt. Das heißt, ich lande genau auf dem mittleren Stäbchen dieser Zunahme aus der Vorreihe und in dieses Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und wenn ihr euch hier nicht sicher seid, könnt ihr immer in das mittlere Stäbchen einen Maschenmarkierer geben. Dann seht ihr besser, wo die Zunahmen sind. Jetzt ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum Ärmelteil. Und hier haben wir noch ein Stäbchen aus der Vorreihe und da häkeln wir ein Stäbchen drauf und dann häkeln wir in die Mitte der Fünfergruppe wieder 5 Stäbchen in eine Masche, also ins dritte Stäbchen der Fünfergruppe. Wir lassen 4 Maschen aus, dann landen wir genau in der Mitte im dritten Stäbchen jeder Gruppe und wir häkeln wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Wir springen zur nächsten Fünfergruppe und häkeln wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Hier seht ihr die Zunahme aus der Vorreihe. Wir überspringen 2 Maschen. Wir häkeln auf das erste Stäbchen dieser 3 ein Stäbchen. In die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und auch hier könnt ihr euch wieder die Zunahme markieren, immer das mittlere Stäbchen markieren. Und jetzt häkeln wir wieder 34 Stäbchen bis zur nächsten Zunahme. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe
wieder bis zum mittleren Stäbchen gehäkelt. In das mittlere Stäbchen der Zunahme häkeln wir immer 3 Stäbchen in eine Masche und ich gebe auch hier einen Maschenmarkierer hinein. Jetzt ganz wichtig, auf dieses Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen häkeln und dann die 5er Gruppen immer ins mittlere Stäbchen der 5er Gruppe aus der Vorreihe häkeln wir wieder eine 5er Gruppe, zur nächsten 5er Gruppe springen und ins dritte Stäbchen eine 5er Gruppe häkeln. Das Ganze ein drittes Mal. Jetzt 2 Maschen auslassen und ein einzelnes Stäbchen häkeln. Das ist ganz wichtig und dann kommt noch das Stäbchen in diese kleine Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen. Das ist ganz wichtig und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde. Wir starten mit 3 Luftmaschen und immer in dieselbe Masche ein zweites Stäbchen. Dann am Anfang der Runde immer schauen. Dieser nächste Maschenkopf ist ein bisschen verzogen, dennoch dürfen wir ihn nicht auslassen. Und jetzt ergeben sich bis zur nächsten Zunahme wieder 2 Stäbchen mehr, also 36 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen und den entferne ich. Das ist das mittlere Stäbchen dieser Dreiergruppe aus der Vorreihe. Hier häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche und wie gesagt, zur Erleichterung könnt ihr euch immer in das mittlere Stäbchen dieser Gruppe einen Maschenmarkierer geben. Jetzt haben wir nach dieser Zunahmestelle schon 2 Stäbchen, die aus der Vorreihe vorhanden sind, bis zu diesen 5er Gruppen. Und wir häkeln die 3 5er Gruppen wie gewohnt und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 3 5er Gruppen gehäkelt und bis zum Maschenmarkierer, also bis zum mittleren Stäbchen dieser 3, ergeben sich 2 Stäbchen. Wir häkeln wieder in die Mitte der Dreiergruppe 3 Stäbchen in eine Masche. Und immer in die Mitte der Gruppe einen Maschenmarkierer geben. Und jetzt ergeben sich wieder 36 Stäbchen bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder beim Maschenmarkierer angekommen. Hier seht ihr diese Dreiergruppe, diese Zunahme aus der Vorreihe. Wir entfernen den Maschenmarkierer und immer ins mittlere Stäbchen dieser Dreiergruppe
häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche, dann den Maschenmarkierer wieder ins mittlere Stäbchen geben. Dann haben wir hier wieder die 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Da müssen wir auf jedes Stäbchen 1 drauf häkeln. Dann häkeln wir wieder unsere 5er-Gruppen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 3 5er-Gruppen gehäkelt. Am Ende der Reihe immer 2 Stäbchen auslassen, dann in dieser Reihe 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen häkeln und dann noch ein Stäbchen in diese kleine Masche, damit wir auch hier 3 Stäbchen als Zunahmestelle haben. Dann schließen wir immer in die 3. Luftmasche zur Runde. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen, häkeln ein Stäbchen in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen. Dann nie vergessen, dieses Stäbchen mit dem weniger schönen Kopf. Auch hier müssen wir ein Stäbchen hineinhäkeln, damit wir nicht die Zunahmen wieder rückgängig machen sozusagen. Und jetzt ergeben sich bis zum Maschenmarkierer 38 Stäbchen, immer ohne diese Zunahmestäbchen gezählt. Und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Zunahme angekommen. Den Maschenmarkierer habe ich entfernt. Immer ins mittlere Stäbchen dieser Dreiergruppe häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt haben wir bis zum Beginn der 5er-Gruppen 3 Stäbchen. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Dann häkeln wir die 5er-Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, hier seht ihr die nächste Zunahme. Immer schauen, wo diese 3 Stäbchen sind. Hier war der Maschenmarkierer drin. Wir überspringen 2 Maschen. Wir häkeln 3 Stäbchen. Und dann sind wir genau im mittleren Stäbchen der Dreiergruppe. Und hier häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann folgen 38 Stäbchen bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei den 3 Stäbchen in einer Masche angekommen. Ich häkle 3 Stäbchen in eine Masche, dann 3 Stäbchen nach der Zunahmestelle bis zum Beginn der Gruppen und dann die 5er-Gruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, am Ende der Reihe 2 Stäbchen auslassen, 3 Stäbchen nach diesen Gruppen häkeln und ein Stäbchen in diese kleine Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen. Und dann schließen wir in die 3. Luftmasche zur Runde. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Wir häkeln alle Stäbchen
bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Zunahme angekommen. Wir häkeln 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen dieser Dreiergruppe der Vorreihe. Dann häkeln wir 4 Stäbchen bis zu den Gruppen. Dann häkeln wir die Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach den Gruppen lassen wir 2 Maschen aus. Es ergeben sich 4 Stäbchen bis zur Zunahmestelle. Hier sind die 3 in einer Masche und wir sind im mittleren Stäbchen. Da häkeln wir wieder die Zunahme. Dann ergeben sich 40 Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei der nächsten Zunahme angekommen. Ins mittlere Stäbchen der Zunahme häkeln wir wieder eine Zunahme. Dann ergeben sich nach der Zunahme 4 Stäbchen. Dann häkeln wir die 5er-Gruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe überspringen wir 2 Stäbchen und es ergeben sich 4 Stäbchen bis zum Ende der Runde. Und nie vergessen, ein Stäbchen in diese kleine Masche, sodass wir auch hier eine Dreiergruppe haben. Jetzt haben wir den Mustersatz einmal gehäkelt. Ich mache noch einen Mustersatz mit euch und da wir hier dauernd in Runden häkeln, wird das Ganze ein bisschen schräg. Das heißt, beim Zusammenlegen müsst ihr das so zusammenlegen, dass immer die Zunahmestellen aufeinander kommen. Und wir häkeln noch einen Mustersatz. In der ersten Musterreihe starten wir mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahmestelle und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Zunahme angekommen. Ich häkle ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe 3 Stäbchen. Und jetzt haben wir bis zur nächsten 5er-Gruppe 5 Stäbchen als Basis. Das heißt, wir können eine neue 5er-Gruppe bilden. Wir lassen 2 Maschen aus. In die 3. Masche häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Und dann springen wir zu den vorhandenen Gruppen. Wir häkeln die 3 vorhandenen Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 4 Fünfergruppen. Diese neue hier plus die 3, die schon da waren.
Wir lassen hier 4 Maschen aus. Wir häkeln 5 Stäbchen in eine Masche. Jetzt lassen wir 2 Maschen aus, hier ist die Zunahmestelle, und häkeln 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt haben wir zwischen den Zunahmen 5 Gruppen. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich häkle wieder 3 Stäbchen in eine Masche, ins mittlere Stäbchen der Zunahme. Dann haben wir 5 Stäbchen aus der Vorreihe. Wir lassen 2 aus. Wir häkeln 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 4 Maschen aus, dann sehen wir genau in der Mitte der vorhandenen Gruppe. Wir häkeln die 3 vorhandenen Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 Fünfergruppen bis jetzt gehäkelt. Wir lassen 4 Maschen aus. Wir häkeln 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln direkt das 3. Stäbchen, das noch zur Zunahme gehört. Wir schließen in die 3. Luftmasche und jetzt haben wir auf beiden Seiten 5 Gruppen. Pro Mustersatz kommen 2 neue Gruppen dazu. Wir starten mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Zunahmestelle angekommen. Ich häkle zunächst 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und ganz wichtig, ein Stäbchen danach. Und dann beginnen erst die Fünfergruppen und wir häkeln alle vorhandenen Fünfergruppen ab. In diesem Fall sind es jetzt 5. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 5 Fünfergruppen gehäkelt. Hier seht ihr die Zunahme aus der Vorreihe. Auf das erste Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Ins mittlere Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und dann häkeln wir alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahme. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr die Zunahme. Wir häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen dieser 3, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen nach der Zunahme. Dann häkeln wir die 5 vorhandenen Gruppen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 5 vorhandenen Gruppen gehäkelt. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln ein Stäbchen nach den Gruppen und dann noch
das Stäbchen, das zur Zunahme gehört. Das ist ganz wichtig, das dürfen wir nie vergessen. Wir schließen zur Runde in die dritte Luftmasche. Wir starten mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Dann ganz wichtig, dieses weniger schöne Stäbchen nicht vergessen. Und dann häkeln wir Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Zunahme angekommen. Wir häkeln 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen der Zunahme aus der Vorreihe. Jetzt haben wir bis zu den Gruppen 2 Stäbchen nebeneinander. Dann häkeln wir alle vorhandenen 5er Gruppen ab bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 5 vorhandenen Gruppen gehäkelt. Nach den Gruppen haben wir auch auf dieser Seite 2 einzelne Stäbchen nebeneinander. Dann sind wir in der Mitte der Zunahme aus der Vorreihe und hier häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann häkeln wir alle Stäbchen, die vorhanden sind, bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 46 Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln wieder unsere Zunahme ins mittlere Stäbchen dieser Dreiergruppe. Dann nach der Zunahme 2 einzelne Stäbchen, dann die 5 Fünfergruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 5 Gruppen gehäkelt. Nach den Gruppen haben wir auch hier 2 einzelne Stäbchen und dann die Vervollständigung der ersten Zunahme. Und wir schließen zur Runde, starten wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche und häkeln alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 48 Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln in die Mitte der Zunahme aus der Vorreihe die neue Zunahme. Nach der Zunahme haben wir 3 Stäbchen nebeneinander. Dann folgen die 5 Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 5 Gruppen gehäkelt. Nach den Gruppen haben wir auch hier 3 Stäbchen nebeneinander. Dann die Zunahme ins mittlere Stäbchen der vorherigen Zunahme und dann folgen wieder 48 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 48 Stäbchen gehäkelt. Ich häkle die nächste Zunahme. Nach der Zunahme 3 einzelne Stäbchen
dann die 5 Gruppen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 5 Gruppen gehäkelt. Nach den Gruppen haben wir auch hier zunächst die 3 einzelnen Stäbchen und dann noch das Stäbchen, das für die erste Zunahme noch fehlt. Wir schließen zur Runde. Wir starten mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche und dann folgen 50 Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 50 Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln die nächste Zunahme. Wir häkeln 4 Stäbchen, bis wir zu den Gruppen kommen. Wir häkeln die 5 Gruppen und auf der anderen Seite sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 5 Gruppen gehäkelt. Nach den Gruppen ergeben sich 4 Stäbchen bis zur Zunahme. Dann häkeln wir die Zunahme. Immer darauf achten, dass ihr genau in der Mitte der vorherigen Zunahme seid. Dann häkeln wir wieder 50 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 50 Stäbchen gehäkelt. Ich häkle die nächste Zunahme in die Mitte der vorherigen Zunahme. Wir häkeln 4 Stäbchen bis zu den Gruppen. Wir häkeln die 5 vorhandenen Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach den Gruppen haben wir ebenfalls 4 Stäbchen bis zum Ende der Runde. Und immer an das 3. Stäbchen dieser Zunahme denken. Und wir schließen zur Runde. Jetzt haben wir den Mustersatz zweimal gehäkelt. Der wird nun sinngemäß wiederholt. In der nächsten Reihe haben wir 5 Stäbchen als Basis, immer auf beiden Seiten der Gruppen, bei beiden Ärmeln. Das heißt, jetzt kommt wieder eine erste Musterreihe und da wird auf jeder Seite eine neue Gruppe gebildet. Also einfach zurückspulen bis zur ersten Musterreihe und im nächsten Mustersatz ergeben sich 7 Gruppen und im übernächsten dann 9 Gruppen und so weiter. Und schaut euch gleich die nächste Einstellung an und da zeige ich euch, wie weit ihr häkeln müsst und wie ihr messen müsst für eure Größe. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat für die Größe 40-42 die richtige Größe erreicht. Ich zeige euch, welche Maße ihr nehmen müsst und die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Ich habe jetzt für die Größe 40-42 eine
Breite von circa 52 cm und ihr müsst genau von der Mitte der Zunahme zur anderen Zunahme hinüber messen. Das sind 52 bis 53 cm. Das nächste Maß ist die Passenhöhe. Die messe ich hier in der Diagonalen an der Zunahmereihe entlang. Das sind bei mir ungefähr 30 cm und ein halber Ärmel hat bei mir ungefähr 16 bis 17 cm. Auch hier von der Zunahmestelle genau messen. Und wenn ihr eure Maße erreicht habt, das sind Richtwerte, da kann das eine oder andere eventuell auch ein bisschen abweichen, dann solltet ihr hineinschlüpfen und schauen, ob hier an den Zunahmestellen das Ganze unter dem Arm zusammengeht und dass die Ärmel und das Rücken und das Vorderteil ausreichend weit sind. Und wenn ihr das gemacht habt, können wir die Ärmel abteilen. Und ich habe zum Beispiel 4 Mustersätze gehäkelt plus eine zusätzliche Reihe. Es ist nicht erforderlich, einen vollständigen Mustersatz zu häkeln. Es kann auch mittendrin im Mustersatz das Maß erreicht werden. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln alle Stäbchen, die wir jetzt haben, bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe Stäbchen gehäkelt bis ins mittlere Stäbchen der Zunahme, aber nur ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen. Dann überspringen wir den Ärmelteil und starten auch hier wieder im mittleren Stäbchen der Zunahme und häkeln alle Stäbchen hinüber bis zum nächsten Ärmel bzw. zur nächsten Zunahmestelle und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder bis ins mittlere Stäbchen der Zunahme gehäkelt, ein Stäbchen. Und wir überspringen wieder den Ärmelteil. Und hier befinden wir uns schon im mittleren Stäbchen. Das heißt, wir müssen nur noch mit einer Kettmasche zur Runde schließen. Und damit diese Naht, die jetzt unter dem Arm verläuft, gerade wird, mache ich Folgendes. Ich häkle zunächst 3 Luftmaschen und ich wende die Arbeit und häkle die nächste Reihe auf der Innenseite. Und das mache ich bei jeder Runde, also immer abwechselnd eine Runde auf der Innenseite und eine Runde auf der Außenseite. Ich häkle einmal rundherum, einfach in jedes Stäbchen ein Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und hier genau schauen, nur bis zum Ersatzstäbchen hinhäkeln und dann in die 3. Luftmasche zur Runde schließen. Ihr müsst genau schauen, dass ihr hier nicht die Maschenzahl verändert. Immer schauen, dass ihr in jeder Reihe gleich viele Stäbchen habt. Dann immer 3 Luftmaschen häkeln, dann wenden und alle Stäbchen
wieder auf der Vorderseite häkeln und die nächste Reihe wieder auf der Innenseite. Und so häkeln wir den Pullover gerade hinunter bis zur gewünschten Gesamtlänge. Ich schreibe euch Richtwerte in die Ecke und die Gesamtlänge messen wir vom obersten Punkt gerade hinunter und dann häkeln wir später noch ein Bündchen dran, also das ist eine vorläufige Gesamtlänge und wenn ihr die erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Gesamtlänge von ca. 45 cm erreicht. Ich habe mit einer Reihe auf der Innenseite geendet. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und wende die Arbeit. Und jetzt häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Hier haben wir das Randstäbchen, damit ist die erste Masche besetzt und jetzt häkle ich ein Reliefstäbchen von vorne und dann ein Reliefstäbchen von hinten und zwar genau über die Hälfte der Maschen. Und ihr müsst eure Maschenzahl zählen und wir häkeln genau über die Hälfte der Maschen und das letzte Stäbchen ist dann wieder ein normales Stäbchen, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende dieser ersten Hälfte häkle ich ein normales Stäbchen und inklusive dieser beiden Randstäbchen müssen es die Hälfte der Maschen sein. Das heißt, auf der anderen Seite sind gleich viele Maschen übrig, die häkeln wir dann später. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt beginne ich mit 2 Luftmaschen. Und jetzt müsst ihr schauen, bei mir kommt jetzt als erstes ein Reliefstäbchen von vorne, das sind die, die höher liegen, und dann ein Reliefstäbchen von hinten. Das kann bei euch auch anders sein, wenn ihr eine ungerade Maschenzahl habt. Also einfach die Stäbchen so häkeln, wie sie erscheinen. Die, die höher liegen, sind Reliefstäbchen von vorne und die, die tiefer liegen, sind Reliefstäbchen von hinten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück am Ende der Reihe. Nicht das Randstäbchen vergessen, das häkeln wir einfach zwischen die letzten beiden Stäbchen, also um das Randstäbchen der Vorreihe herum. Und wir wenden die Arbeit und achtet darauf, dass die Maschenzahl unverändert bleibt. Wir beginnen immer mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir die Maschen so, wie sie erscheinen. Bei mir kommt als erstes ein Reliefstäbchen von vorne und so weiter. Und ich mache diesen Bund circa 10 cm lang. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe circa 10 cm Bund gehäkelt. Ich habe mit einer Hinreihe geendet. Wir befinden uns also auf der schönen Seite. Jetzt mache ich Folgendes. Ich drehe das Ganze um 90 Grad. Ich häkle eine Luftmasche und ich häkle um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen, bis wir hier beim Schlitzende ankommen und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin ganz oben am Pulloverrand wieder angekommen. Hier springe ich ins nächste freie Stäbchen. Hier ist die letzte feste Masche. Hier ist schon eine Masche drin und in die nächste freie Masche häkeln wir eine Kettmasche und dann beginne ich wieder mit 2 Luftmaschen und häkle auf der anderen Seite genau denselben Bund, den wir soeben gemacht haben, dieselbe Anzahl Reihen und einfach über alle verbliebenen freien Maschen. Und wenn ihr den zweiten Bund gehäkelt habt, den Faden dran lassen, den brauchen wir noch. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den zweiten Teil des Bundes dran gehäkelt. Ich habe wieder mit einer Hinreihe geendet. Wir befinden uns also auf der schönen Seite des Pullovers. Wir drehen das Ganze wieder um 90 Grad. Wir häkeln eine Luftmasche und wir häkeln wieder um jedes Randstäbchen 2 feste Maschen und wir häkeln zunächst bis ganz hinauf und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am oberen Rand des Bündchens angekommen. Jetzt wenden wir das Ganze und springen direkt auf die andere Seite hinüber und häkeln wieder 2 feste Maschen um jedes Randstäbchen und am unteren Rand des Bündchens sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am unteren Rand des Bündchens wieder angekommen. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und jetzt drehen wir uns das Ganze um. Hier fehlt ja noch eine Kante und hier schlingen wir wieder in der obersten Reihe um das Randstäbchen herum an. Wir machen am rechten Rand des Stäbchens einen Knoten wir holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und dann wieder 2 feste Maschen um jedes Randstäbchen und mit diesem Faden könnt ihr die beiden festen Maschen von beiden Seiten miteinander verbinden und den Faden dann vernähen. Und hier häkeln wir wieder bis zum unteren Rand, am Ende wieder eine Luftmasche häkeln, den Faden abschneiden und festziehen und vernähen. Und im nächsten Schritt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in der Zwischenzeit den Bund fertiggestellt. Ich habe auf beiden Seiten die Karabiner angebracht, immer 3 Stück. Die kann man hier öffnen und einfach durchziehen. Und ich habe einen Ärmel vorbereitet, aber bevor wir den Ärmel gemeinsam machen, machen wir den Halsausschnitt fertig. Und dazu beginne ich hier
wo der Anfangsfaden hängt. Das ist also dann die Rückseite, hier wo der Rundenübergang ist. Und ich steche hier in diese Öffnung ein. Ich hole den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und dann häkle ich in jede vorhandene Masche ein Stäbchen. Hier könnt ihr tief einstechen. Es sind schöne Einstichstellen vorhanden und das mache ich einmal rundherum, bis ich wieder hier ankomme, und ich achte darauf, dass ich eine gerade Maschenzahl erhalte. Sollte das nicht der Fall sein, zeige ich euch am Ende der Reihe, wie ihr das regeln könnt. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und bei mir haben sich 99 Stäbchen ergeben. Wir brauchen aber eine gerade Maschenzahl und deshalb häkle ich hier, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen dazu und dann schließe ich in die 3. Luftmasche zur Runde. Und ich starte jetzt mit 2 Luftmaschen. Damit ist das erste Stäbchen besetzt, also das Ersatzstäbchen, und dann häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und bei einer geraden Maschenzahl geht es sich so aus, dass das letzte Stäbchen der Runde ein Reliefstäbchen von vorne ist. Dann schließen wir in die 2. Luftmasche zur Runde, häkeln wieder 2 Luftmaschen und häkeln wieder ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und ich mache den Kragen circa 5 cm hoch. Einfach immer dieselbe Runde wiederholen. Und wenn ihr das gemacht habt, machen wir den Ärmel. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen beendet und jetzt zeige ich euch, wie man den Ärmel häkelt. Wir beginnen unter dem Arm. Ihr seht hier die Reihe mit Stäbchen, wo wir den Ärmel abgeteilt haben, und das Stäbchen befindet sich in dieser Dreiergruppe in der Mitte und hier steche ich ein in dasselbe Stäbchen, in das mittlere Stäbchen der Zunahme. Ich hole den Faden durch, ich mache einen Knoten, bei euch könnten hier noch ein paar Stäbchen neben dieser Gruppe sein. Das kommt darauf an, in welcher Reihe ihr die Ärmel abgeteilt habt. Wir stechen in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch und häkeln 3 Luftmaschen. Die sind das Randstäbchen und bei mir ergibt sich jetzt bis zur Gruppe nur ein Stäbchen. Wie gesagt, es könnte sein, dass hier noch ein paar Stäbchen mehr sind, bis die Gruppen beginnen.
Ich habe jetzt hier das Randstäbchen und ein Stäbchen und dann häkle ich die vorhandenen Gruppen ab, so wie vorhin auch, also immer 5 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und das machen wir, bis wir wieder unter dem Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder beinahe unter dem Arm angekommen. Hier seht ihr die letzte Fünfergruppe und nach den Gruppen ergeben sich gleich viele Stäbchen wie am Anfang der Reihe. Bei mir sind es 2 und wir sind wieder in der Mitte der Zunahmestelle. Bei euch könnten das auch mehr Stäbchen sein. Wichtig ist, am Anfang und am Ende der Reihe gleich viele Stäbchen vor bzw. nach den Gruppen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln die Anzahl Stäbchen, die bis zu den Gruppen vorhanden ist. Dann häkeln wir wieder alle Gruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und am Ende der Reihe habe ich 2 Stäbchen. Ihr habt eure Zahl und die häkeln wir so, wie sie eben vorhanden sind. Und nun wiederholen wir diese Reihe, bis der Ärmel ein Stück über den Ellenbogen geht. Ich schreibe euch einen Richtwert in die Ecke. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 13 cm gehäkelt. Das reicht bei mir ein bisschen über den Ellenbogen. Und jetzt häkeln wir den gleichen Bund wie beim Pullover. Zunächst häkeln wir eine Reihe Stäbchen und zwar häkeln wir auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Reihe Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 2 Luftmaschen und häkeln wieder abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und zwar mache ich auch hier 10 cm, die gleiche Reihenanzahl wie beim Pullover. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe denselben Bund dran gehäkelt wie beim Pullover. Ich habe den Pullover umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist. Und jetzt schließen wir die Naht. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen. Und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unser toller Pullover fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses flauschigen Pullovers und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele wunderschöne, von mir persönlich handgefertigte Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Online-Shop erwerben.
Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Eure Karin aus dem Ländle.